So, ich glaube, das fängt jetzt alles hier an. Genau. Und wir starten das Spiel. Maschinen Full HD. Input ist alles klar. Spiel. Oh, ich bin hier. Ja gut, dann 1, 2, 3. Ich habe irgendwo gelesen, dass das ein sehr krasses Spiel sein soll und das ist das erste Mal, dass ich es spiele. Und ich schätze, das sieht echt nicht cool aus hier, aber wir schauen uns das jetzt alles mal an. Es ist sehr dunkel. Ich weiß nur, dass mein einziges Ziel ist, ein paar Kassetten zu finden und mir anzuhören. Und ich habe jetzt schon keine Lust dazu. Aber wir schauen uns das mal an. Das kann ja so schlimm nicht werden. Schöne Kunst. Ein schönes Fernsehgerät. Ich glaube, man kann was mit E oder F, linke Maustaste. Man konnte irgendwie mit den Sachen interagieren, aber ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Ne, es ist linke Maustaste. Und die Türen gehen in uralter Horrormanier natürlich überhaupt nicht auf. Auch hier nicht. Und auch hier nicht. Ich denke, wir schauen uns erstmal dieses Stockwerk an. Ja, hier geht keine einzige Tür auf. Was haben wir denn hier? Wir haben die erste Kassette. In the psychology of the modern civilized human being, it is difficult to overstate the significance of the house. Since as early as the Neolithic era, humankind has defined itself by its buildings. Buildings for worship, buildings for socializing, buildings for protection, even buildings for the commemoration of the dead. But of all the structures that mankind has invented for itself, there is little doubt that the house is that which it relies upon most completely for its continued survival. In the dining room. Häuser sind also sehr wichtig. Haben wir schon mal Lektion 1 gelernt. Ich kann nichts mit den Dings machen. Können wir raus? Ist das? Nein, können wir nicht. Oder muss ich ziehen? F funktioniert auch wie linke Maustaste. Oh. Zoom können wir. Wir können in die Hocke gehen. Und wir suchen die zweite Kassette. Und offensichtlich haben wir die zweite Kassette bereits gefunden. Jetzt können wir also hier... Hätte das nicht direkt zum Gang führen müssen? Ach nein, das hier ist das Wohnzimmer. Wir sind wieder im Wohnzimmer. Zurück in die Küche. Wir wagen uns noch nicht nach oben. Wir hören uns erstmal die zweite Kassette an. The house is one of the key elements that separates modern humanity from its more primitive antecedents. No other creature goes to such lengths to create lasting, permanent shelter for itself, nor regards said shelters with such reverence and import. Why do human beings of our modern age foster this tremendous sympathy toward their homes? There are many reasons, of course, but perhaps it is due in some small part to seeing them as a reflection of ourselves. In the downstairs bathroom. Lernen wir hier jetzt einfach was über Häuser generell? Dadurch, dass es absolut keine Geräusche gibt und man nicht weiter als 2 Meter gucken kann. Ich muss zugeben, dass es ein bisschen beunruhigend ist.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier was super krasses gleich passieren soll. Auf diesem eckigen Klo und in diesem Spiegel, den man sieht. Oh Gott. Oh, wow, die Grafik. Her damit. Muss ich die Türen wieder zumachen eigentlich? The anatomy of the house is such that this analogy is less superficial than at first it may seem. To carry it further, if we were to dissect a house as we might a human cadaver, we would find ourselves able to isolate and describe its various appendages and their functions in a decidedly anatomical fashion. There is even a fair number of direct comparisons to be drawn between those organs of a house and those of a human body. Das möchte ich bezweifeln, dass ein Haus Organe hat. Sollen wir sagen, das Wohnzimmer ist das Herz, das Klo ist der Darm, die Garage sind die Füße. Keine Ahnung. Wo sollte denn von hier aus die Garage... Ach, das war doch garantiert diese Tür, die aussah, als wenn sie nach draußen führt. Nein. Aha. Gucken wir uns natürlich alles an. Wir haben keine Angst vor der Dunkelheit. Auch keine Angst vor super schlecht aussehenden Trocknern und Waschmaschinen. Na. Ach, ich muss es gedrückt haben. Gut. Der Weg zurück zur Küche wird immer länger. Ich gehe auch mal gerne einen kleinen Umweg. Denn wir haben es ja nicht eilig. For example, let us examine the living room. Often the dominant space of a house's ground level, as well as typically the center of activity in a well-populated home, the living room is very much the heart of the house. While a human heart circulates blood to oxygenate the body's extremities, the living room circulates people, activity, communication. It is the room most likely to be found beating, as active and vivacious as its name would imply. The comparison is only strengthened when we consider also that the living room is most commonly the room to contain the fireplace, making it additionally a locus of actual physical heat. In the living room. Das ist genau, wie ich gesagt habe. Der Living Room ist tatsächlich das Herz des Hauses. Kann ich eigentlich rennen? Oh! Ja, okay. Der hat es anscheinend recht eilig. Man kann sehr wohl sehr schnell rennen. Hier war vorher nichts. Und jetzt ist hier doch etwas. Gehen wir doch einfach mal ein bisschen schneller, damit es nicht allzu lange dauert. It is easy to think of the kitchen and dining room as the stomach or digestive system of a house, though this comparison is tenuous. By contrast, the function and analog of a bathroom should be immediately obvious. The hallways and corridors of a house are its veins, providing circulation coursing throughout its frame. A staircase bears more than a passing resemblance, both physically and symbolically, to a spine. The windows of a house serve much the same purpose as eyes, and anyone who has ever rounded a bend or long drive and come suddenly face to face with a tall, dark manor will tell you that it is difficult to shake the impression that the house, through its lightless windows, is a creature capable of vision and intelligence. On the stairs. Befinden wir uns also in einem denkenden, atmenden Haus? Und kann ich die Tür hier mal wieder zumachen? Ich möchte eigentlich schon wissen, was da oben ist. Die Türen gehen nicht auf. Ich wünschte, ich könnte lesen, was da steht, aber... Nein. Das sind doch... Nicht Einzeller, nein, Parasiten.
Oder? Milben oder so? Und Bandwürmer? Parasiten in einem lebenden Organismus. The bedroom is perhaps the room that most eludes direct comparison in this fashion. At a stretch, and allowing for a bit of poetic sympathy, it might be said that the bedroom is not unlike the human mind, or those parts of it which dictate thought and imagination. In the bedroom, dreams are dreamt, passions are ignited, epiphanies are experienced in cold sweat at early hours. In the bedroom is where people invariably spend the majority of their time, though comparatively little of it whilst conscious. Und im Bett ist auch, wo ich jetzt gerne wäre. Ich mache hier mal langsam wieder alles zu, weil mir das auf den Keks geht. Dann muss der Bedroom, glaube ich, oben sein. Aber nicht hier. Auch nicht hier. Und auch nicht hier. Aber hier. Und der Bedroom ist noch dunkler als alle anderen Räume. Was ist denn das? Ach, das ist ein kleines Kind. Nee, oder zwei kleine Kinder, die in einem Bett schlafen. Wir können hier nichts tun. Außer uns unser unfassbar eckiges Bett angucken. Tja, ich kann auch hüpfen. Ich renne nicht so gerne in diesem Spiel, weil man viel zu schnell plötzlich da ist. And yet this analogy is an incomplete one, for obviously the mind is an exceedingly complex thing. If the bedroom represents the thinking, dreaming part of the brain, then it is the basement that represents those lower, unconscious parts. The basement is dark. It is buried. It is a place full of cobwebs where memories are stored. A poignant comparison, truly. Often the unnerving uncertainty that comes with considering the deeper aspects of the human psyche is not unlike gazing down at the swimming blackness pooled at the bottom of a basement stairwell. It is a place we spend our childhoods filling with monsters that will lay for years in patient silence. It is a place that, barring some specific errand, we seldom ever want to go. Als jemand, der in den 90ern groß geworden ist, weiß ich, dass auf Kassetten längere Nachrichten als nur 10 Sekunden passen. Man hätte also ruhig diesen ganzen Vortrag auf eine Kassette machen können. Und ich wäre jetzt nicht gezwungen, in den Keller zu müssen. Das ist nicht der Keller. Aber wo ist der Keller? Hier war das Klo. Da war das Esszimmer. Dann muss es hier sein. Ja, korrekt. Und hinab. Und da vorne leuchtet, glaube ich, die Kassette. Und klebt an der Wand. Hallo? Nein. Das macht mich sehr unruhig, dass es so überhaupt kein Geräusch gibt. Noch nicht mal meine eigenen Schritte kann ich hören. Wir gucken nochmal hier hinten. Auch hier ist alles ruhig. Schön. Of course, this comparison, though appropriate, is a very heavy-handed one, and often the basement is little more than a storage space littered with the corpses of spiders and woodlice. While poets and psychoanalysts no doubt dread the thought of a dark basement, in truth, it is the bedroom, the waking mind, that place of dreams,
which is actually the most frightening of all. The Master Bedroom. War das gerade der Sklaven-Bedroom? Es wird übrigens, oder es wurde angegeben, dass das Spiel zwischen 30 und 45 Minuten dauern kann. Und angesichts der Tatsache, wie schnell wir uns hier durch die Räume bewegen, kann ich mir vorstellen, dass nachdem wir in allen Räumen waren, eventuell noch etwas anderes passiert. Aber ich denke, das war vorher nicht so. Ja, darf ich hier wieder raus? Ich mag keine Zähne. Ich finde Zähne eklig. Muss ich mich hinlegen und einschlafen? Ach, oh. Gut. It is here, in the bedroom, that we are at our most vulnerable. Each night we shut our senses to the world for hours at a time, trusting in the house to keep us safe until next we wake. In this state of extreme vulnerability, we will spend something like 20% of our lives. Anything might stand beside us, watch us, keep us company until dawn, and we would never perceive it. We can only pray that the house will not let such things carry on as we sleep. In this way, during these hours, the bedroom seems less like a mind and more like a mouth. For it is here that the house is most likely to betray us. It is here that we place ourselves most at the house's mercy and spend each night hoping that it will not bite down. Ja, Play before reading. Ich glaube nicht, dass es das war. Ich glaube, ich muss das nochmal spielen. Das kann nicht das Ende gewesen sein, oder? Das kann doch nicht das Ende gewesen sein. Oh Gott, das ging vorher nicht auf. Ich gebe ungern zu, aber ich kriege gerade tatsächliche Gänsehaut. Ich glaube, hier hat es doch gerade angefangen, ne? Wollen wir uns nicht einfach nochmal anhören, was das Ding zu sagen hat? Moment. Nee. Jetzt geht's nicht mehr auf. In the psychology of the modern civilized human being, it is difficult to overstate the significance of the house. Since as early as the Neolithic era, humankind has defined it as dead. But of all the structures that mankind has invented for itself, there is little doubt that the house is that which it relies upon most completely for its continued survival. Gehen wir halt in den Dining Room. Hi! Es ist schon angerichtet für uns. Und da ich Teller hasse, mache ich alle Teller jetzt einfach kaputt. Das gefällt mir jetzt schon.
human beings of our modern age foster this tremendous sympathy. Sympathy, sympathy. Sympathy, sympathy. Ich mach hier mal zu, ne? Mhm. Einverstanden. War hier nicht auch vorher... Waren hier nicht andere Bilder? Ich weiß nicht. Doors are unlocked. Dann kann ich ja gehen. Oder auch nicht. Ich habe vergessen, wo ich das letzte Mal war. Hier vielleicht? Hallo? Ich habe so Angst. Input. Muss ich hier an der Seite ein Kabel rein? Die Steuerung gibt gerade stark nach. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein... Doch, ich bin mir extrem sicher, dass das Teil des Spiels ist. Alles ist super hakelig jetzt gerade. Und ich habe auch das Gefühl, diese Störeffekte werden immer mehr. Was sind denn hier noch weitere Dinge? Etwa hier. Gute alte Doppeltüren-Trick. Hier war ich noch nicht drin. Ich muss an der Stelle, glaube ich, auch sagen, für Leute, die sich das anschauen, dass in der Warnung auch stand, dass es mehrere Lichtblitze und sowas geben kann. Also Leute, die an Epilepsie oder Ähnlichem leiden, ist es, glaube ich, an der Stelle angebracht abzuschalten. Genauso für Leute mit schwachen Nerven. Ich habe kein Wort verstanden. Aber es war bestimmt wichtig. Hier verschwinden schon die Fenster. Muss ich wieder in den Master Bedroom? Ja, ich ignoriere das. Jetzt gehen wir ohne weitere Zwischenfälle wieder zurück in die Küche. Da bin ich mir sehr sicher. Das Licht ist wieder aus.
In the living room. Das war jetzt nicht annähernd so informativ, wie ich irgendwie gehofft hatte. Ja, wie ich eine Welle Gänsehaut nach der anderen kriege. Ja. Wir machen fein wieder alles zu. Und hören uns an, was der gute Mann zu sagen hat. It is easy to think of the kitchen and dining room as the stomach or digestive system of a house, though this comparison is tenuous. By contrast, the function and analog of a bathroom should be immediately obvious. The hallways and corridors of a house are like veins, providing circulation coursing throughout its frame. A staircase bears more than a passing resemblance, both physically and symbolically, to a spine. The windows of a house serve much the same purpose as eyes, and anyone who has ever rounded a bend on a long drive and come suddenly face to face with a pale, dark manor will tell you that the house is a creature capable of... Okay, das macht das nicht mit mir, echt. Ja. Nee, Keller ist es noch nicht. Er hat mir gar nicht gesagt, was als nächstes kommt. Muss ich raten? Was, die Garage? Hier ist auch wieder nichts. Hier war ich gerade. Hier sind immer noch alle Teller kaputt. Hier geht nicht auf. Oh, pardon. Wir können jetzt zur Sicherheit nochmal hier gucken, wo der Spiegel durch die Wand glitscht. Nee, anscheinend müssen wir wieder rauf. Die Steuerung ist echt nicht so geil gerade. Und hier, glaube ich, schwebt unsere Kassette. Ja, ich muss mich gerade an der Nase kratzen. So. Gut, dass die Treppe jetzt schon hier ist. War die Tür auf? Nee. The bedroom is perhaps the room that most eludes direct comparison in this fashion. At a stretch, and allowing for a bit of poetic sympathy, it might be said that the bedroom is not unlike the human mind, or those parts of it which dictate thought and imagination. In the bedroom, I dream that there are teeth growing all over me, everywhere on me and in me, like cysts or bone spurs. They're loose, but I can't remove them because I have no hands. I look out through the bedroom window and I see a truck approaching. A young man steps out, approaches, and enters through the front door. His body is covered in swollen ticks the size of quarters. He's walking through the downstairs hallway and laughing. He begins urinating on the wall. He spits on the carpet. He's moving through the first floor, breaking and upsetting things. He goes to the basement and stands at the top of the stairs. I'm angry at him, so I slam the door and he falls down. I can feel his bones snapping. The ticks are bursting, oozing old black blood everywhere. I can feel them being ground up, dissolved and torn, splitting and shredding. I leave the door closed. I close my eyes and try to sleep. The
teeth continue growing on me until there's nothing left of me but teeth, and gums, and sinew. The basement is dark. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Okay.